Hallihallo, wieder zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Heute machen wir nadziewane kulebiaki. So heißt es auf Polnisch und das sind eine Art Pirogen aus Quarkteig. Ja, wir stellen uns gleich den Quarkteig her und dann füllen wir das mit Kraut und Pilze und ein bisschen Speck. Die werden dann im Backofen ausgebacken. Wir haben beim letzten Mal die Pirogen gemacht mit dem Lachs. Das haben wir dann schön im Wasser abgekocht und dieses Mal backen wir das. Für das Ganze brauchen wir unsere Küchenmaschine wieder. Der Link, der macht ja der David unter dem Video. Wenn jemand keine Küchenmaschine hat und unbedingt eine haben möchte, kann er sich dann durch den Link käuflich erwerben. Ansonsten geht das natürlich auch mit der Schüssel und mit der Hand richtig arbeiten, aber schnell und gemütlich ist es auf alle Fälle mit der Küchenmaschine oder mit dem Rührmixer oder sowas, ja, was man dann hat. Hauptsache am Ende gibt es einen schönen Quarkteig. Und was wir dazu brauchen, sage ich euch jetzt. Für den Quarkteig, für den Quarkteig brauchen wir Mehl, Quark natürlich, ja, 250 Gramm und ein bisschen Salz. Das war's. Für die Füllung brauchen wir Sauerkraut. Das kann man schon fertig kaufen. Einfach fest ausdrücken, dass die Flüssigkeit rauskommt. Dann Weißkohl. Ich habe mich jetzt heute für den Spitzkohl entschieden. Ja, das ist, man kann natürlich auch normalen Weißkohl nehmen. Also je nach Saison und nach dem, was man gerade hat und auf was man Lust hat. Da kommt der Speck dazu. Eine Zwiebel. Und was ich jetzt nehme, sind so Mischpilze. Die kann man trocken kaufen. Es gibt natürlich verschiedene Anbieter. Oder man geht im Herbst Pilze sammeln. Die kann man sich dann im Backofen trocknen und die dann für die Pirogen benutzen. Aber auf alle Fälle wichtig ist, wenn man sammeln geht, natürlich sich auskennt, was man da sammelt und wie man das trocknet. Und nie, dass man irgendwie Vergiftung bekommt oder so. Ja? Die Trockenpilze, die haben viel Geschmack, die einfach in eine Flüssigkeit einlegen. Also lauwarmes Wasser braucht eine Stunde. Was man auch reinmachen kann, ist so ein Sherry oder so oder irgendwie so in Rotwein einlegen, wenn man das so ein bisschen feiner haben möchte. Und dann einfach eine Stunde drinnen liegen lassen und dann werden die auch weich und die kann man dann ganz schön schneiden und ich finde, die haben dann einen wunderbaren Geschmack und das passt ja einwandfrei. Dann machen wir Zwiebeln, habe ich schon gesagt. Und zu den Pirogen, da die aus dem Backofen kommen, mache ich mir noch einen kleinen Quark. Da brauche ich nochmal einen Quark mit der Frühlingszwiebel. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Milch, um das Ganze nachher abzubinden. So, und jetzt fangen wir an mit dem Teig und das zeige ich euch jetzt. Los geht's mit dem Teig. Da habe ich euch natürlich noch eine Zutat unterschlagen. Das wollte ich nicht. Da kommt noch eine Butter dazu. Einfach eine Zimmertemperatur. Einfach rauslegen rechtzeitig, dass es schön weich ist. So, Mehl in die Maschine rein. Da kommt der Quark dazu. So, alles zusammen in die Schüssel. Da kommt Butter rein. So. Wie gesagt, einfach rechtzeitig rauslegen, dann ist sie auch schön weich. Dann kommt noch ein bisschen Salz rein. Und einen kleinen Esslöffel. So, wunderbar. Dann geht's runter. Und einfach so lange arbeiten lassen, bis es einen schönen Teig gibt. Wichtig darauf zu achten, dass die Butter tatsächlich Zimmertemperatur hat, dass es schön weich ist, ja? Sonst dauert es ewig und dann habt ihr nur Probleme damit, bis die Butter sich mit dem Mehl verbindet und mit dem Quark.
So, der Teig ist fertig. Das geht eigentlich rucki zucki, weil das ist so wenig Zutaten. So. Und jetzt haben wir mit dem Teig angefangen, weil der muss jetzt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Ja. So, ich zeige euch mal hier. Guckt mal schön rein. So, wunderbar, hat sich alles vermischt. Und den stellen wir einfach für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. So, Kühlschrank so und wunderbar. Als nächstes zeige ich euch mal, wie wir die Füllung machen und bereiten uns den Kräuterquark vor. So, in der Zwischenzeit bereiten wir uns die Füllung. Das heißt, wir fangen jetzt mit der Zwiebel an, die einfach in schöne, dünne Würfel schneiden. Einfach in Streifen, dann in die Mitte einmal durchschneiden und dann schön langsam einen Würfel runterschneiden. Wunderbar. Zack. Das wäre die eine Hälfte. Dann die andere Hälfte. Einmal in die Mitte durchschneiden und dann einfach runterschneiden. So, das kann natürlich passieren, wie mir jetzt, dass anfangen die Augen zu trennen. Schon lange keine Zwiebeln mehr geschnitten. So, im Hintergrund kann man jetzt einen Topf schon einmal anschalten. Bisschen Öl reinmachen. Und, ups, da ist was runtergefallen. So wollte ich das nicht. Und jetzt haben wir schon die Zwiebel in den Topf rein. So. Passt das? So, das kommt da rein. So, dann müssen wir so noch den Spitzkohl schneiden, den auch in der Mitte durchschneiden, die obersten Blätter wegmachen und dann in ganz dünne Streifen schneiden, so dünn wie ihr könnt. Das passt. Das wird ja noch 10 Minuten gedünstet. So. Wunderbar, dann passt. Sauerkraut haben wir ja schon, das ist schon geschnitten, ist schon angelegt, da muss man nicht viel machen. Und dann werden ja die Vorbereitungen eigentlich schon abgeschlossen. Die Pilze schneiden wir gleich und gleich geht's weiter. So, die Zwiebel ist jetzt drin. Die bekommt jetzt ein bisschen Farbe. Das passt wunderbar. So, dann kann man dann ins Sauerkraut reinmachen. Hoppala. So, sei ruhig. So, Sauerkraut kommt rein. Da kommt der Speck rein. Der muss jetzt nicht unbedingt angebraten sein. Der gibt ja nur den leckeren Geschmack. Wenn man natürlich kein Speck reinmacht, dann wird es vegetarisch. Dann schmeckt es aber auch gut. Wir machen hier so von den Zutaten das Originalrezept. Und deswegen, naja, Originalrezept ist es auch nicht, aber die Zutaten, auf alle Fälle, die reinkommen, kommen auch für die Pirogen rein. Ja, eine Pilze, das kann man ja mit Champignons machen. Wie gesagt, ich habe mich jetzt für meine Variante entschieden. Und meine Variante ist jetzt so, dass hier der Spitzkohl ist und die Trockenpilze. So, jetzt brauchen wir natürlich Flüssigkeit, ja, in dem Ganzen. So, und jetzt kommt der Trick mit dem Trockenpilzen. Da kann man natürlich die Flüssigkeit, die man dann jetzt die Pilze eingelegt hat, wie gesagt, ein bisschen Sherry rein oder ein bisschen Rotwein
Da muss man nicht wegschmeißen, sondern das gießt man einfach hier rein. Zack. Und da ist der ganze Geschmack von den Pilzen, ja, wenn man das so ein bisschen ausdrückt, der ganze Geschmack von den Pilzen ist jetzt drin in dem Kraut. So, und das kann jetzt alles hier so ein bisschen vor sich hin dünsten. Und dann packen wir da jetzt die Pilze, die schneide ich jetzt klein und dann kommen die auch da rein. So, hier sind meine trockenen Pilze. Die muss man einfach nur rausnehmen aus der Schüssel. Wie gesagt, eine Stunde drinnen lassen in der Flüssigkeit und dann einfach hier ganz dünn, in ganz dünne Streifen schneiden. Nicht, dass es keine großen Brocken gibt. Einfach ganz fein schneiden. Und dann kommen die Pilze dann gleich in den Sauerkraut rein. Die brauchen, wie gesagt, 1 Stunde Einweichzeit und dann brauchen die 15 Minuten und dann sind sie lecker und sind die dann verzehrbar. Also keine Angst davor, auch mal Trockenpilze zu benutzen. Lecker, wunderbar, das passt. So, hier dünstet unser Sauerkraut vor sich hin mit dem Weißkohl. So, jetzt kommen Pilze rein. So. So, Kochen soll ja Spaß machen und während des Kochens kann man sich ja immer überlegen, was will ich, wie will ich es machen. Und jetzt habe ich tatsächlich überlegt, wenig Flüssigkeit, also haue ich was von dem Weißwein ein bisschen rein, so dass er so vor sich hin kochen kann. Ich habe hier so einen Weißwein aus Remstal. So, und dann mache ich da ein gutes Gläsle rein, so ein Viertel. Sag mal im Schwäbischen. Natürlich ist immer die Frage mit den Kindern und so, wenn man für die Kinder kocht. Aber ich sage ja eins, Alkohol ist ja keins drin, das ist eigentlich nur immer wegen dem Geschmack. Das verkocht man hier so ein bisschen und dann läuft es. So, jetzt muss es einfach nur noch so 10 Minuten vor sich hin dampfen und dann ist es wunderbar. So, am besten die Temperatur runterdrehen, Deckel drauf und 10 Minuten drinnen lassen. So, Herrschaften, dann machen wir uns einfach einen ganz einfachen Dip. Frühlingszwiebeln nehmen, in ganz dünne Streifen schneiden. Da machen wir gar kein großes Hexenwerk draus. Das soll einfach nur für die Quarktaschen mit Pilzfüllung, Piroren, einmal so ein kleiner Dip sein. Ihr könnt natürlich auch sich überlegen, vielleicht so 7 Kräuter, wie das in Frankfurt ist, so daraus was machen oder Dill rein oder so. Ja. Das ist ja je nach Geschmack, was euch dann gerade in den Kopf kommt. So, dann einfach nur umrühren. Ja. Ich will jetzt mit so einem Dip will ich da jetzt kein Quark rein, Quark kommt da tatsächlich rein, aber kein Knoblauch reinmachen, da war mein Gedanke, waren ja schon viel weiter. So, da kommt Salz und Pfeffer rein, weil dann habt ihr dann schöne Piroren gemacht und dann mit dem Knoblauch das alles einfach so überschadet. So, aber das reicht ja, ja, das reicht ja, dann kann man die Piroren also ein bisschen reintunkeln und dann ist es lecker. So, wenn es einem zu dick ist, kann ich ein bisschen Milch reinmachen und einen Joghurt nehmen und ein bisschen Joghurt reinmachen. Aber das dürfte jetzt perfekt sein. So, ab und zu nicht vergessen, immer nach dem Kraut schauen, ja, dass es dann nicht anbrennt.
immer umrühren. So, und wieder Deckel drauf machen. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch gleich. Da gucken wir uns gleich, was aus dem Teig geworden ist im Kühlschrank. Ob der jetzt schon hart genug ist. So, dann gucken wir auch noch mal rein. Leute, guck mal. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Unten am Boden ist keine Flüssigkeit mehr. Alles verdampft. So, dann auch ein bisschen würzen mit Pfeffer und Salz natürlich. So, so dann einmal durchmischen. So, wie das aussieht, kann man es jetzt runterstellen. So, jetzt hat es eine Viertelstunde geköchelt. So einfach so lange kochen, bis da keine Flüssigkeit mehr drin ist, bis es dann alles verdampft ist. Und natürlich immer gucken, ja, wenn es jetzt noch alles hart ist oder so, ja, dann einfach vielleicht noch ein bisschen Brühe oder ein bisschen Weißwein noch rein und so lange köcheln, bis es natürlich dann immer alles gar ist. So, jetzt probieren wir das Ganze. Ah, Leute, das müsst ihr unbedingt nachkochen. Ist geil. Ist richtig geil. Und wenn ihr es vegetarisch machen wollt, einfach Speck rauslassen, das mit dem Kraut machen, ein bisschen Weißwein rein. Wunderbar. Alles schön gar. Ich mache dann jetzt den Ofen aus und lasse das aber auf dem Herd noch ein bisschen stehen. Das kann man mal so vor sich hinziehen. So, weiter geht's mit dem Teig. Hier bin ich wieder. Also, jetzt geht's weiter. Jetzt gucken wir uns jetzt mal, was aus dem Teig geworden ist. Der war jetzt über eine halbe Stunde im Kühlschrank. So, der ist wunderbar. So, das haben wir einmal hier, unseren Teig. So, Vorbereitungen sind auch schon getroffen. Mehl ist da, das brauchen wir ein bisschen. Nudelholz, ein bisschen Milch, einen Pinsel, einen Pizzaschneider. Das kennt ihr ja, wenn jemand irgendwas nicht dabei hat. Kann das natürlich mit anderen Sachen helfen, ein Messer schneiden oder mit Pinsel wird ja jetzt schwierig. Nudelholz sollte man auch immer zu Hause haben. Sollte es keine zu Hause haben, der David macht unten einen Link rein. Einfach reingucken, bei Amazon kann man es das käuflich erwerben. Was ich am Anfang aber tatsächlich vergessen habe, das ist ja ganz wichtig. Ja? Wenn man die Füllung gemacht hat, ja, ist ganz wichtig, dass die Füllung kalt ist, bevor man die Piroggen macht. Ja, wir haben Butter in den Teig, Mehl und dann die warme Füllung dazu. Wäre nicht so ganz günstig. Deswegen zwei Möglichkeiten. Entweder man macht sich die Füllung früher, einen Tag früher vielleicht sogar, dann in den Kühlschrank reinstellen. Kraut schmeckt immer am nächsten Tag viel besser als an dem Tag, wo man es gekocht hat. Oder man kühlt dann die gemachte Füllung dann runter, stellt es aufs Eis und rührt dann immer, bis es dann tatsächlich immer kalt ist. Oder macht sie eine Schüssel mit kaltem Wasser und einfach so lange rühren, bis die Füllung kalt ist, weil ansonsten haben wir da ein Problem mit dem Teig. So, probieren wir das Ganze. Lecker. Lecker. Also, Mehl drauf. Zack. So, nicht alles nehmen. Wunderbar. So, mit viel Mehl arbeiten. Nicht, dass es kleben bleibt. So. Und dann einfach rollen. So, nicht so groß machen. Dann ist es einfacher beim Drehen. Ja. Bin da auch kein Pizzabäcker.
Ja, kann das auch nicht so mit dem Au. Wir brauchen das einfach nur. So, und dann aufpassen, ein bisschen mehr Mehl nehmen, wenn es klebt. Ja, so. Ungefähr 3 mm dicken Teig brauchen wir. So, da dürfte passen. So, und dann einfach 10 cm Breite, das können wir nicht so in die Mitte machen, zack, 10 cm Breite Streifen. Da hinten auch gerade, hier auch gerade, wunderbar. So, dann kann das mit der Füllung losgehen. Da ein Löffel von der Füllung da drauf. Ja. Guck mal da. Schön in die Mitte setzen. Ich zeige euch gleich, ich mache die Schüssel gleich weg, dass ihr das auch seht. So 10 auf 15 cm ungefähr die Teigtaschen schneiden. Dann kommt da ein bisschen Milch außenrum, dass es klebt. So, aufpassen, nicht so wie bei mir hier, dass es alles verrutscht. So, und dann einfach umklappen, zuklappen. So, und dann haben wir Gabel brauchen wir. Und dann einfach die Ränder zumachen. So, einmal. So, und das machen wir mit dem genauso. Klack. So, einfach an der Seite immer mit der Gabel so zumachen. Wenn sie irgendwo rausguckt, einfach reinschieben. So, wunderbar. So, und dann den nächsten. So, ihr seht ja wieder, Kochen ist auch basteln. Also einfach mutig sein. Ja, einfach mal die Zeit nehmen. So, guck mal. So, seht ihr das? Wunderbar. Sehen die aus. So. Fantastisch. Fantastisch. So. So, aufpassen. Nicht, dass sie reißen. So. Wunderbar. Und dann wieder Mehl drauf machen. Zack. Da kann man die Reste dann immer mit in den neuen Teig reinnehmen. So. Wunderbar. Ah, es riecht schön nach Butter. Das riecht so schön nach Butter, wenn man schön die Butter da verarbeitet hat. Dann schmeckt das, riecht das hier so wie so ein Kuchen. So Streuselkuchen. So. Mit ein bisschen Geschick an die Sache rangehen. So. Also ich sage dann immer, das kann natürlich auch, hier sind auch schon die Reste von dem Kraut irgendwo drin in dem Teig. Macht ja überhaupt nichts aus. Aber das wird ja alles gegessen. Das machen wir uns für uns selber. Und das ist ja lecker. So. Und deswegen ist es ja quasi Wurst, dass es dann noch irgendwo so, noch irgendwo dazwischen bisschen so. Und dann geht es ja mit der Weitefuhre. So, in der Zwischenzeit mache ich weiter mit den Piroggen. Ich mache den Backofen an, Umluft auf 180 Grad vorheizen.
so dass es heiß ist. Und ich melde mich wieder, wenn die Pirogen fertig sind. So Freunde, manchmal sieht man auch so ein bisschen dreckig aus, wenn man viel mit Mehl arbeitet. Und das ist aber nicht so schlimm. Ja. Ich zeige euch jetzt hier, ich habe jetzt hier ein bisschen gearbeitet und hier sind die Pirogen. Ja. Als nächstes kommt da, bepinseln wir das Ganze mit Milch oben drauf. Backofen habe ich ja vorgeheizt auf 180 Grad. So, immer schön mit der Milch oben drauf. So, überall schön. So, wunderbar. So, und dann schieben wir es auf die Seite. Und jetzt geht das Ganze für 40 Minuten, mittlere Stufe, in den Backofen. So, und jetzt lassen wir das ruhen. Und ich mache noch den Rest hier voll fertig. Das macht ihr in der Zeit natürlich auch. So ein bisschen aufräumen. Und wir sehen uns in 40 Minuten, wenn die Pirogen direkt frisch aus dem Ofen rauskommen. Yeah, clap your hands, say it together. So, da sind wir wieder. 40 Minuten Pirogen waren im Backofen. Die hole ich jetzt raus und zeige ich euch, wie das aussieht. So, jetzt Achtung, Achtung, das sind die Pirogen mit der Krautfüllung. Lecker, das sieht richtig lecker aus. So, das sieht wirklich lecker aus. So, heute ohne Regie, falsche Richtung. So, jetzt guckt ihr mal das an. Jetzt guckt ihr mal das an. So, und den Dip dazu. Guck mal. Ah, schön warm. Schön warm. So, und dann den Dip dazu. Lecker. Lecker. Jetzt suchen wir uns hier die 4 schönsten raus. Leute, das duftet, das duftet. Und hier den Dip dazu. Lecker. So, jetzt gucke ich mal, dass es mit der Kameraführung wieder funktioniert. Dass man wieder mich sieht. So, Freunde, ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Viel Spaß beim Nachkochen. Genau, und wenn euch das gefallen hat und ihr richtig Bock drauf habt, dann hinterlasst mir eine Nachricht. Daumen drauf, Daumen hoch, wie auch immer. Ihr wisst schon, was ihr machen müsst. Empfehlt mich weiter, bucht mich, erzählt mir was Nettes. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Guten Appetit!